Er stellte Muslime unter Generalverdacht und hat vielleicht auch deshalb seine Wahlen gewonnen. Nach dem Sieg von Donald Trump in den USA denken aber auch hierzulande ganz viele, der Islam an sich ist doch eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Haben die recht? Sollen wir wirklich stärker nach unseren Werten schauen? Oder ist das alles gefährliches Gerede und diskriminierend? Das Thema: Angst vor dem Islam. Alles nur Populismus? Eine gewisse Skepsis gegenüber dem Islam. Ist jemand von Ihnen skeptisch oder hat vielleicht Sorgen, dass der Islam tatsächlich mit unserer Gesellschaft nicht kompatibel ist? Wer meldet sich dazu? Hier vorne, der Herr mit dem dunklen... Helmut Houston aus Neuss. Und zwar finde ich, der Islam passt nicht mehr in unsere Gesellschaft. In der Form, wie er gelebt wird, in so vielen verschiedenen Arten, auch in der rechtsradikalen Form, passt er nicht mehr zu Deutschland. Nicht mehr? Nicht mehr. Vor allen Dingen müssen die Menschen, die hier reinkommen, Asyl beantragen. Ich sage nicht, dass Menschen nicht geholfen werden müssen. Die müssen registriert werden und können nicht hier einmarschieren ohne Pässe, ohne Ausweise, ohne alles. So. Das hat Donald Trump übrigens auch gesagt, dass man die dann So was darf es in Deutschland nicht geben. Unsere sollte. Gesellschaft, man sieht, wie es heutzutage ist. Man sieht gestern, was passiert ist, die Moscheen, die alles, was gemacht worden ist. Man sieht zum Beispiel die Silvesternacht in Köln. Sowas hat es vorher in Deutschland nicht gegeben. Mhm. Glauben Sie denn, man würde mit so einer Registrierung dem Herr werden? Glauben Sie, das würde dem Herr werden, ich sag mal, für mich persönlich muss man ein gewisses gesundes Maß finden. Mhm. Wie viel Einwanderung man von Muslimen, wie viel Einwanderung man darüber überhaupt braucht. Mhm. So, wir haben keinen Ärger mit dem Buddhismus, wir haben keinen Ärger mit anderen Religionen. Die Integration in Deutschland mit den Muslimen ist unwahrscheinlich schwer. Ja. Ich weiß, dass einer von Ihnen, weil ich weiß, dass er schreibt für den Spiegel, Hasnain Kasim, Sie haben Verwandte in den USA. Diese Verwandten sind dann auch muslimischen Glaubens. Wie reagieren die eigentlich auf so etwas? Es gibt eigentlich keinen einzigen von meinen Verwandten, die jetzt glücklich sind über diese Situation. Und, aber die rennen jetzt nicht alle auch aus dem Land raus oder sagen Sie... Nein, das nicht, aber Sie überlegen sich natürlich, wie geht es jetzt für uns weiter in den USA? Ja? Wie können wir leben? Was bedeutet das für uns? Werden wir registriert? Und dieses Registrieren ist natürlich unfassbar. Das ist ja fast schon, als würde man irgendwie was aufnähen an die Kleidung. Was soll das? Ja. Und insofern, das sind alles Menschen, also meine Cousins zum Beispiel sind in den USA geboren, dort groß geworden, leben da 40, 50 Jahre schon. Die kennen also auch nichts anderes und das sind Amerikaner, die haben dort ihr Leben lang gelebt, gearbeitet, Steuern gezahlt und jetzt fühlen sie sich plötzlich ausgegrenzt und das ist natürlich ein Problem. Hier vorne gab es eine Wortmeldung, der Mann mit dem Herrn mit. Michael Philipp, ich komme aus Köln. Herr Philipp aus Köln. Das Stichwort mit dem Aufnähen, das, ja, also für mich ist es sehr gefährlich, dieses Thema Polarisierung der Gesellschaft, das, was wir hier auch in Deutschland, was ich auch in Deutschland beobachte und was wir jetzt in Amerika erleben. Das erinnert mich an eine Zeit, die eigentlich schon ein paar Jahrzehnte zurückliegt. Wir sollten eigentlich daraus gelernt haben, dass so etwas nur eine Katastrophe führen kann. Mhm. Fühlen Sie sich, wenn Sie Muslim sind, da unter Generalverdacht gestellt? Haben Sie das Gefühl, das betrifft jetzt alle Muslime und alle Muslime leiden auch unter solchen Situationen? Wer könnte das beantworten? Einmal Herr Malik, Sie sind, glaube ich, Sprecher der Ahmadiyya-Gemeinde in Thüringen. Ich bin der Landessprecher der Ahmadiyya-Gemeinde in Thüringen. Ja. Ich möchte ganz kurz zu den Herrn, was er gesagt hat, das Islam gehört nicht zu Deutschland. Wir sollten nicht vergessen, dass das Islam sehr viel Fortschritte nach Europa gebracht hat. Und wenn wir darüber sprechen, dass die Muslime gehören zu Deutschland und Islam nicht, dann nehmen wir die Identität der Muslime von denen weg. Wir müssen doch darüber reden, wie zum Beispiel die Radikalität in den Ländern, wo die ausgeübt wird, welche Gründe dafür gibt und wie der Extremismus dort entstanden ist. Also dann müssen wir auch darüber reden, dass es Deutschland oder westliche Länder zum Beispiel Waffen nach Katar und Saudi-Arabien liefern, die wiederum in den Händen von Extremisten gelangen. Und darüber müssen wir doch reden, dass wir endlich mal aufhören, Waffenlieferungen an Katar und Saudi-Arabien zu dealen, ja? Und nicht, dass die Muslime in Generalverdacht stehen. Ja, das ist eine sehr politische Frage. Eine andere Frage ist tatsächlich, wie wir mit den Extremisten in Deutschland umgehen. Frau Ösos, Sie sind... Achso, bitteschön. Ich bin auch der Meinung... Sie sind Herr? Der ist, sagen wir, da habe ich nichts dagegen, aber extremer Islam, ja, Verschleierung, Burka, das gehört nicht zu uns nach Deutschland. Diskutieren wir heute noch. Sie sind Herr? Also, Herr Höng, aus Monheim. Aus Monheim. Ja. Danke, Herr Höng. Frau Öseus, es gab diese... Ja, 50 Jahre lang haben wir schon Einwanderer hier und wir haben noch nie das Problem gehabt. Mittlerweile werden im Allgäu Kreuze kaputt gehauen auf den Bergen.
Wovon kommt das denn? Das ist ja kein Allgäuer, der das macht. Das kann nur einer sein, der einen anderen Glauben hat, der das Kreuz nicht sehen will. Und ich finde, das gehört nicht zu uns, wer sowas macht. Hab ich im Allgäu auf Bergen noch nicht erlebt, aber wenn Sie sagen... Doch, es sind schon 4 oder 5 Kreuze beschädigt worden, abgeholzt. Ne, eins wurde neu gemacht in Oberstdorf. Und dann haben sie auch abgeholzt, wie das zweite Mal. Es gibt ja solche Leute. Ich finde, die Salafisten, die gehören nicht zu uns. Es gibt sehr nette Muslime bei uns, aber die Salafisten, das sind schon extrem. Muss man aber auch einerseits sagen, dass mein Islam oder der Islam lehrt, dass man sich loyal und gesetzestreu zu dem Land verhält, quasi, in dem man lebt. Und somit ist für mich ganz klar, dass ich hier keinen Schaden anrichten darf in Deutschland. Wenn ich hier die Möglichkeit habe, in Deutschland zu leben, dann muss ich mich loyal dazu verstehen und auch quasi auch dazu so meine Religion auch ausleben. Es gab tatsächlich... Die Dame hier vorne in der ersten Reihe mit dem blauen Pulli. Die Dame. Sie sind? Andrea Hildebrandt, ich komme aus Köln. Guten Tag, Frau Hildebrandt. Ich möchte noch mal zu diesen aus Thüringen Stellung nehmen. Sie sagten vorhin, man nimmt den Muslimen ihre Identität, wenn man ihnen den Islam verbietet. Man möchte den Islam nicht verbieten, aber wenn ich in ein kulturell verschiedenes Land komme, dann muss ich auch bereit sein, einen Teil meiner Kultur aufzugeben und mich an die fremde, an die neue Kultur anzupassen. Wenn ich dazu nicht bereit bin, dann brauche ich nicht in ein kulturell unterschiedliches Land zu gehen. Genau, das ist die Frage, über die wir heute reden wollen. In vielen unterschiedlichen Lebensbereichen zeigt sich das ja. Und tatsächlich ist es so, dass der Glaube dann sichtbar wird, in erster Linie zum Beispiel auch durch Gotteshäuser. Und das Interessante und nicht wenig Überraschende ist, überall dort, wo eine neue Moschee gebaut werden soll, kommt dann dieser Konflikt einmal wieder zum Tragen und wird sichtbar. Ein solches Beispiel wollen wir diskutieren und darüber hinaus den Moscheebau an sich. Thüringen, Sie wollen diese Moschee in Erfurt-Marbach bauen. Wollen Sie die Scharia einführen damit? Meine Scharia sagt zu mir, dass ich loyal zu dem Staat gegenüber sein soll, unter dessen wohlbehüteten Dach ich lebe. Ja? Und damit ist es, wie schon gesagt wurde, dass es die islamischen Werte, jeder Muslim soll loyal gegenüber seinem Staat verhalten, die Gesetze treu bleiben. Und wenn wir eine Moschee bauen wollen, wir leben jetzt in 3. Generation in Erfurt. Erfurt ist unsere Heimat, also Thüringen ist unsere Heimat. Und das ist auch eine gewisse Heimatsgefühl, dass wir angekommen sind, dass wir jetzt auch einen Beitrag dazu leisten, dass wir integrierte Menschen sind. Und dazu gehört auch, wie zum Beispiel Christen können Kirchen bauen, Juden können Synagogen bauen und Muslime können selbstverständlich auch ihre Moscheen bauen. Matthias Possecker sitzt neben Ihnen, kommt ebenfalls aus Erburg. Sie sind auch einer von denen, die sagen, nein, wir wollen diese Moschee da nicht haben. Warum nicht, Herr Possecker? Also es geht nicht in erster Linie gegen den Islam, es geht nicht in erster Linie gegen den Islam oder gegen die Moschee. Es geht ganz einfach darum, wie unsere Lokalpolitik mit dem ganzen Thema umgeht. Aha. Weil ich bin der Meinung, oder auch viele Leute, die ich so kenne aus meinem Ort, bin der Meinung, im Grundgesetz ist steht nicht nur drin, dass Religionsfreiheit herrscht, sondern auch Meinungsfreiheit. Und sobald wie man eben diese Meinung äußert, dass man eben nicht unbedingt am Ortseingang von Marbach ein Minarett stehen haben möchte, ist man gleich in der rechten Ecke und das sind wir eigentlich wirklich nicht. Es ist einfach ein Versagen unserer Kommunalpolitik, die uns am Ende vor vollendete Tatsachen mehr oder weniger in dieser Sache stellt. Und auch mehrfach sind wir, also unsere Ortsbürgermeisterin und auch Leute aus dem Ort, mehr oder weniger belogen worden, was das Ganze betrifft. Offensichtlich. Und das ist eigentlich das, was die ganze Sache traurig macht und wo auch meiner Meinung nach nichts Positives da erreicht wird in dieser Sache. Jetzt haben Sie gesagt, die Politik ist das eine, aber Sie haben auch gesagt, Sie möchten am Ortseingang von Erfurt-Marbach kein Minarett stehen haben. Warum nicht? Was stört Sie? Es stört mich, wie gesagt, der Glaube nicht. Ich habe nichts gegen einen Gebetsraum, aber ich finde es irgendwo, meiner Meinung nach, ein Ortseingang, wo man einfährt, ist das, wie das irgendwo dort steht, unsere Minarette werden unsere Schwerter sein und das ist irgendwo, hat man da diesen im Hinterkopf und deswegen... Also woanders am Ort wäre es okay? Nee, ich bin allgemein dagegen, ein Minarett zu bauen. Ich bin der Meinung, ein Gebetsraum tut es auch. Okay. Weil ich absolut nichts gegen diesen Glauben habe, aber
Ich weiß nicht, ob man es so provokativ hinsetzen muss. Bevor ich das weitergebe ans Publikum über alle Moscheen, Herr Malik, nur ganz kurz, ein Gebetsraum Ich will ganz kurz sagen, auch. eine Minarett ist eine Sia-Minarett, damit die Menschen erkennen können, dass es um ein muslimisches Gotteshaus handelt. Das wird doch gerade von Muslimen verlangt, dass wir raus aus den Hinterhöfen kommen und sichtbar werden. Und eine Minarett dient nur dazu, wenn jemand zum Beispiel einen Vorwurf hat, also Ängste hat, dass er in die Moschee reinkommen kann und mit uns in Dialog kommen kann. Mehr hat Minarett nicht zu sagen. Und ohne Minarett ging es nicht. Das war ja der Vorschlag von Herrn Possecker. Ja, das gehört einfach so ein Sakralbau dazu. Eine Kirche kann man auch nicht ohne einen Turm vorstellen. Genauso ist es. Mehrere Wortmeldungen. Der Herr mit dem blauen Pulli erst einmal und dem roten Hemd darunter. Einmal Sie, bitte. Ups, da muss die junge Ich darf vielleicht Folgendes noch sagen. Ja, Sie sind Herr? Von der Maaßen aus Bergheim. Guten Tag. Es hat die Kölner Moschee angefangen zu bauen. Ja. Und da ist folgender Wortlaut von den Muslimen bekannt gegeben worden, dass die Touristen demnächst nicht wegen des Kölner Domes nach Köln kommen, sondern wegen der Moschee. Mhm. Und das war doch das O für die Kölner. Das hat Sie aufgeregt, ja? Hier vorne hat sich der Mann mit den Hosenträgern. Den habe ich schon mal auf YouTube gesehen, glaube ich. Ja, tatsächlich. Hallo, guten Tag. Ali. Sie sind? Ich bin der Ali Can von der Hotline für die besorgten Bürger. Hotline für besorgte Bürger. Und ich spreche sehr viel mit islamkritischen Menschen, die in einem vertrauten Rahmen mit mir sprechen können, ohne dass sie als rechts abgestempelt werden. Und ich danke Herrn Possecker für die Meinung. Ich finde auch, dass wir als Demokraten es aushalten müssen, dass es verschiedene Meinungen gibt. Und es muss nicht jeder für Minarettbau sein. Also das ist erstmal okay so, dass wir das aushalten müssen, weil das ist Demokratie und Meinungsfreiheit. Das Zweite, was ich sagen wollte, ist, dass man hier raushört, dass es gar nicht um den Glauben an sich geht. Ne? Er sagt es ja auch selber, sondern es geht um Bilder, die damit verbunden sind. Auch der Herr, der sich hier gemeldet hat. Es geht um Rechtsradikale, es geht nicht um Rechtsradikale, es geht um extremistische Strömungen. Und das ist das Ding. Ich glaube, wenn Muslime sich stärker positionieren würden und rauskommen würden und nicht nur am Tag der offenen Moschee einmal im Jahr, dann würde auch, glaube ich, dieser Groll weggehen, die Missgunst weggehen und die Ängste, die dahinter sind, die Sorgen. Die kommen ja weil die Menschen in einer Ungewissheit sind. Und ich glaube, wir brauchen mehr Muslime des Vertrauens, die dann auf wertschätzende Art und Weise mal rauskommen und zeigen, ja, wir bauen zwar eine Minarette, aber das Grundgesetz, was ja wirklich das Fundament unseres Zusammenlebens darstellt, darüber steht. Ich glaube, auf dieser Grundlage können wir friedlich zusammenleben. Das ist die eine Meinung. Wer von Ihnen ist auch skeptisch, was Moscheebau angeht? Die Dame in der ersten Reihe. Mein Name ist Susanna Klimazida, ich bin Griechin. Aus welchem Teil des Landes? Hier in Hamburg, aus Hamburg komme ich, aber ich bin Griechin und seit 1966 lebe ich in Deutschland und halte mich für eine integrierte Ausländerin. Zu der Moschee wollte ich sagen, ich verstehe nicht, warum man überall in Deutschland Moscheen aufbauen soll. Europa ist ein Kontinent, ein christliches Kontinent. Ich bin selber Christin, ich bin als Christin, Orthodox-Christin geboren. Ich bin auch so erzogen worden. Ich habe den Glauben nicht abgelegt, ich bin es immer noch, aber ich glaube nicht mehr an Gott. Und das habe ich diesem Land hier zu verdanken, dass ich das machen dürfte. Dass ich also praktisch kritisch denken dürfte über meine Religion. Und dass ich heute eben nicht an einen unsichtbaren Gott glaube. So, und in Hamburg gibt es eine Kirche, die auch griechisch ist und die hat kein Kreuz oben oder sonst irgendwas, sondern sie ist ganz schlicht und einfach. Und die Menschen wissen, dass da eine griechische Kirche ist, eine orthodoxe, sie machen ihre Zeremonien, die Leute und alles und das ist friedlich. Es gibt Italiener, die zu ihren katholischen Kirchen gehen. Es gibt so viele Glauben in Deutschland, die ganz ruhig sind. Und ich glaube, es geht hier in Deutschland nicht den Menschen um den Islam an sich, um den friedlichen Islam, sondern es geht hier um den radikalen Islam. Und das, was der junge Mann da unten gesagt hat, genau das ist es. Es müssen mehr friedliche, liberal denkende Muslimen auf die Straße und sagen, das, was hier stattfindet, weil wir können es nicht verneinen, dass es gibt Terroristen, die sich in die Luft sprengen. In Syrien werden wegen des Glaubens Kinder umgebracht. Wir verschönern hier das Ganze. Auch unsere Politik geht auf Kuschelpolitik und ich bin wirklich nicht rechtsradikal, um Gottes Willen. Ich bin nicht rechtsradikal, aber ich sage immer wieder, dieses Land, dieser Kontinent Europa hat unheimlich viel dafür getan, damit wir Frauen in der gleichen Höhe mit den Männern sein können. Und ich verstehe nicht, warum eben Frauen
verschleiert sind. Verschleiert sind ist ganz schlimm. Jetzt haben Sie noch ein zweites Thema aufgemacht. Deswegen meine ich, also ich verstehe nicht, Entschuldigung, Frau Maischberger, ich verstehe nicht, warum man so viele Moscheen bauen muss und dann warum so gigantisch. Warum muss man sich so darstellen, dass das Christentum, weil es gibt kleine Kirchen. Gut. Und so kann auch eine Moschee Darf ich das klein weitergeben? sein.